you're trying to make it, there's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Or will you fucking fight back? Also, ich habe jetzt die Idee gehabt, loszugehen und Kampfsport zu machen. Es kann sein, dass ich mir das angucke und danach nicht mal wieder drüber nachdenke, zurückzugehen. Mal gucken. Ich suche gerade die Gymnastikhalle, wo angeblich das Training stattfindet. Okay, es ist stockfinster, aber ich frage jetzt einfach mal irgendwen. Okay, ich habe jetzt jemanden gefragt, wo das sein soll. Und es ist wirklich draußen. Hier ist so eine Sportfläche im Gras. Und da ist das Training. Der Grund, warum ich mir das ausgesucht habe, war, weil in den Namen Dragon drum vorkam und ich mag Drachen. Und das war der Grund, warum ich dachte, ach, vielleicht ist das eine gute Kampfsportschule. Mein allererstes Kampfsporttraining und eigentlich hat er mir nur gezeigt, wie man boxt und wie man in der Position bleibt, was ich am Anfang für die erste halbe Stunde mega verkackt habe. Aber jetzt kann ich das und soll morgen wiederkommen, beziehungsweise möchte auch morgen wiederkommen, denn es hat eigentlich viel Spaß gemacht. Und was mich überrascht hat, war, wie viel ich geschwitzt habe. Das heißt, ich habe endlich einen Sport gefunden, der sozusagen anstrengend, ohne anstrengend zu sein ist. Versteht ihr? Weil ich hasse es, wenn etwas anstrengend ist. Also voll gut. Also ich bin gerade unterwegs zu meiner zweiten Trainingsstunde. Und ich soll irgendwie direkt schon so einen Mundschutz und alles holen. Und deswegen gehe ich jetzt erstmal kurz schnell einkaufen und dann zum Training. Apropos, was ich ganz vergessen habe zu erwähnen ist, die Sportsachen hier hat mir meine Mitfreiwillige Judith geliehen, was voll gut ist, denn ich hatte gestern meine Version von Sportsachen an und der Trainer meinte halt so, das kann doch nicht dein Ernst sein, das sind keine Sportsachen, hol dir gefällig Sportsachen. Das ist er. What the fuck? Was ist das? Braucht man das wirklich? Das ist scheinbar hier zum Schutz. Maja, hast du das auch kaufen müssen? Ich bin gerade etwas verwirrt. Ich glaube, ich kaufe das einfach nicht. Ja, also zurzeit laufe ich jetzt gerade nach Hause, weil es keine andere Möglichkeit gibt. Und ich hoffe, ich schaffe es rechtzeitig zum Training. Ey. Und ich habe sau Hunger. Ist es eigentlich gut, mit leerem Magen zu trainieren oder sollte man vorher was essen? Heute war super anstrengend. Ich habe jetzt übrigens diese coolen Box-Dinger. Einfach, weil ich wirklich eine Stunde lang einfach nur diese Boxen durchgemacht habe. Und das war irgendwie, meine Arme sind nicht mehr, also allein jetzt hier dieses Handy zu halten, ist schon ein bisschen anstrengend. Aber ich habe das Gefühl, Maja macht ja Halbkontakt. Und ich habe das Gefühl, dass das, wo ich mich jetzt angemeldet habe, Vollkontakt ist. Weil er mir halt auch so erklärt hat, so ja, wenn ich gegen jemanden kämpfe, soll ich immer auf die Nase zielen oder auf das Kinn, auf jeden Fall immer auf einen Punkt, den ich fokussiere, um den halt brechen zu können. Weil je öfter man raufhaut, desto mehr geht kaputt und desto schneller geht der Gegner zu Boden. Das war die Philosophie des heutigen Tages. Hey, also heute
haben wir zur Abwechslung mal Wrestling gemacht und ich muss sagen, Wrestling hat mir gar nicht gefallen, einfach überhaupt nicht. Also Boxen ist viel cooler. Naja, aber heute war ein anderes Mädchen dabei, mit ihr habe ich das gemacht. Meine Brust tut richtig weh. Das war nicht cool. Irgendwie sind wir die ganze Zeit nur gegeneinander gerannt und das war mega doof. Okay, also heute war eindeutig ein Albtraum. Es war einfach eine Scheiße. Wir sollten wieder dieses Wrestling-Kram machen und ihre Handschuhe waren irgendwie falsch gemacht und sie hat mir die ganzen Arme blutig geschrubbt. Jedes Mal, wenn sie halt so gegen mich geschlagen ist. Und ich nehme ihr das nicht übel, sie kann nichts dafür, aber es war einfach nur Kacke. Und dann, ne, wisst ihr, was ich danach machen sollte, beziehungsweise wir, das Mädchen und ich? Sie sollte sich so totstellen und ich soll sie so durch die Gegend tragen, so mindestens 500 bis 1 Kilometer. Auf den ersten 250 Metern, ich dachte, ich sterbe. Es war so schwer, einfach nur furchtbar. Und dann musste ich ja nochmal 250 Meter zurück. Es wurde nicht besser. Als das endlich vorbei war, kam dann so das nächste. Also, ach, üben wir doch mal einen Takedown. Und dann sollte ich sie hochheben. Das hat gar nicht geklappt. Wie soll ich sie hochheben? Es war unmöglich. Dann habe ich versucht, sie hochzudingsen. Meine Schultern sind ja schon fast zerbrochen, als ich sie nur geschleppt habe. Ne? Aber als ich sie dann auch noch hochheben sollte, das ging nicht. Da meinte er so, machen wir was anderes, eine andere Übung, die ihr vielleicht eher könnt. Ihr macht Squats und tragt euch dabei auf den Schultern. Ich so, was? Und dann, weißt du, ist sie auf meine Schultern gestiegen. Ich kam nicht hoch. Ich kann doch nicht 120 Kilo tragen. Keine Ahnung, es war unmöglich. Sie hat es sogar bei mir hinbekommen. Sie hat mich einmal hochbekommen und ist dann zusammengebrochen. Dann hat er uns so komische Beinübungen machen lassen, die voll weh taten und ich habe die nicht hinbekommen. Ich sollte mein Bein so knicken, aber es hat nicht geklappt, weil ich nicht so dehnbar bin. Und ja, dann meinte er, wenn das alles nichts bringt, schleppt euch doch mal noch mal eine Runde so durch die Gegend. Es war super anstrengend. Morgen wird es so weh tun, weil, weißt du, gestern tat es ja schon ein bisschen weh, ne? Aber wie schlimm muss der Muskelkater morgen sein? Ich bin mit Muskelkater ins Training. Das heißt, morgen wird der Muskelkater noch schlimmer und ich konnte heute schon kaum laufen. Ach Mann. So, ich bin gerade im Aufzug nach Hause und ich kann nur eins sagen, ich bin ultra fertig und ultra müde. Heute hat ziemlich viel Spaß gemacht. Ich habe zusammen mit Clara geboxt und alles und hey. Heute ist das Training mir übel auf die Hände gegangen. Oder eher gesagt Arme. Weil ich wirklich eine Stunde lang durchgeboxt habe. Am Ende dann auch also eher mit ihm. Keine Ahnung, wie sagt man das? Er hat ja eigentlich nur geblockt. Schuhbam. Ja, aber das ist das erste Mal, dass mir das Training so lang vorkam. Sogar beim Wrestling kam es mir nicht so lang vor, aber heute, es hat sich einfach gezogen und ich bin sogar noch zu spät gekommen. Ne? Ich war eine halbe Stunde zu spät. Das heißt, ich habe nur von 19:30 Uhr bis 20:30 Uhr das gemacht. Es war nicht cool. Es war anstrengend und ich habe vor allem, glaube ich, weil mein Trainer wollte halt, dass ich so mit voller Kraft schlage. Also wirklich so voll schnell und alles. Aber das konnte ich nicht. Das ist viel zu anstrengend, Mann. Naja, auf jeden Fall habe ich es dann versucht zu machen. Und es war immer noch nicht schnell genug, immer noch nicht stark genug. Und er so, was machst du da? So, du sollst dir vorstellen, dass du ihn töten willst. Und ich so, ja, aber ich will ihn nicht töten. Er so, doch, du willst ihn töten. Hast du eine Ahnung, was Käfigkampf ist? Du schlägst so lange auf deinen Gegner ein, bis er tot ist. Und ich so, ich habe nicht vor, Käfigkampf zu machen. Und da habe ich mich so ernsthaft gefragt, Jamila, warum hast du dich nicht einfach bei irgendeiner Gruppe von Sportlern eingetragen, die ein bisschen durch die Gegend joggen? Das wäre doch viel einfacher. Meine Arme tun auf jeden Fall scheiße weh. Es war heute übel lang, obwohl es kürzer war als sonst. Und vor allem meint mein Trainer so, ja, morgen ist ja Sonntag, ne, da kommst du auch wieder. Und morgen kommst du bitte schon um 5,
weil Sonntag ist ja ein besonderer Tag. Da soll man ja ausruhen. Deswegen machen wir von 17 bis 20 Uhr. Das heißt doppelt so lang wie sonst Training. Wieso will er mich verarschen? War das ein Witz? Was? Jetzt bin ich im Überlegen, ob ich morgen schwänze. Also, kurzer Rückblick. Das Erholungstraining gestern ist ausgefallen. Also ich war sehr traurig. Wirklich. Nein, Scherz. Es war wunderbar. So hatte ich einen Tag Pause. Und heute haben wir dann stattdessen die Kicks gemacht. Und ich bin extra zu spät gekommen. Nein, ich bin eigentlich nicht extra zu spät gekommen. Die Geschichte war so. Ich komme nach Hause, ne, und stehe vor der Haustür und mir fällt auf, ich habe den Schlüssel nicht. Also normalerweise hängt der immer an meinem Hals und der hing nicht in meinem Hals. Und ich so, ja, scheiße, ich komme nicht in die Wohnung rein. Und die anderen waren halt gerade beim Yoga. Und ja, dann saß ich da halt erst mal rum und dann ist mir aufgefallen, dass er in meiner Tasche war. Und dann war theoretisch alles gut, aber ich wollte noch duschen und noch so voll viel machen. Und deswegen ist die Zeit halt so mega schnell vorbeigegangen und ich kam volle Kanne zu spät. Was aber nicht so schlimm war, denn das mit den Beinen war anstrengend und morgen werde ich übelst Muskelkater bekommen. Und ja, ich bin immer neugierig, wie das jetzt weitergeht, ob ich da noch die Motivation habe, da so richtig hinzugehen. Bisher gehe ich ja noch hin, aber wer weiß, wie lange das anhält. Na, mal gucken. Noch ist es interessant, vor allem, weil da gibt es so einen Typen, mit dem habe ich mich eigentlich gestritten. Auf jeden Fall ist das jetzt so eine Art Wettkampf. Nicht für ihn, sondern für mich. Eines Tages werde ich stärker als dieser Typ sein. Dann werde ich ihm seine blöden Kommentare heimzahlen. vielleicht werden wir ja noch Freunde. Zurzeit, jedes Mal, wenn ich auch nur über ihn nachdenke, werde ich wütend. Bisher ist aber noch alles okay. Ich bin echt neugierig, wie sich das entwickelt. Okay, also heute war das erste Mal, dass, Alter, ich sehe aus, ne, furchtbar, egal. War das erste Mal, dass ich direkt gegen Shubham gekämpft habe, so heißt. Also ich weiß nicht, ob er mein Trainingspartner ist. Wir sind die einzigen, die zum Training kommen von, keine Ahnung, 150 Vereinsmitgliedern. Die anderen haben nicht so Bock. Oder ihm fällt immer was ein. Naja, auf jeden Fall war er heute mein Trainingspartner und ich sollte ihn halt ausnocken. Einmal, also ich wollte ihm ins Gesicht treten, ne? Stattdessen habe ich ihn ganz woanders hingetreten. Das war keine Absicht. Ich hab mein Bein nicht hoch genug gehabt. Und ja. Aber heute war auf jeden Fall interessant. Ich habe dann sozusagen gegen ihn geboxt. Also er sollte nur blocken, weil er ist ja MMA-professioneller Kämpfer. Und ich nicht so. Aber irgendwie hat er das nicht so ernst genommen. Er fand das total lustig. Und deswegen keine Ahnung, ich habe voll auf sein Gesicht getroffen. Und jedes Mal, wenn ich das gemacht habe, hatte ich so voll Angst, dass ich ihm wehgetan habe. Deswegen habe ich dann am nächsten Tag weniger doll zugeschlagen. Und dann meinte der Trainer mal so, du musst voll doll zuschlagen, gib dir mal mehr Mühe. Und ich so, ja, aber dann tue ich ihm weh. Es ist doof, dass man sich die ganze Zeit Sorgen um seinen Gegner machen muss, dass der verletzt werden könnte. Aber das Ding ist, man ist dann so drin, dass man nicht mehr dran denkt. Und bevor man sich versieht, hat man sein Gesicht getroffen oder sonst was. Auf jeden Fall meinte der Trainer heute noch so zu mir, hat mir so ein Video gezeigt von so einem professionellen Vollkontaktkampf. Und ich so, ja, ich bezweifle, dass ich jemals im Ring gegen wen antreten werde. Und er dann so, was laberst du? Du hast mega Potenzial. Und dann kommt so Shubham und meint so, ja, deine Schläge sind voll hart. Und ich so, was? Habt ihr euch mal meine Spaghetti-Arme angeguckt? Als ob die Schläge hart sind. Das kann ich mir schlecht vorstellen. Und da meinte der Trainer irgendwie, dass es manche Menschen gibt, die ein Talent dafür haben. Und ich so, ja, das mag sein, aber das bin doch nicht ich. Sehe ich so aus, als würde ich als Beruf MMA-Kämpfer werden? Erstmal ganz im Ernst. Ich glaube es noch nicht bisher, also ich weiß nicht. Weil, ich meine, so doll haue ich doch nicht zu. Ja, ich habe ihn 2-3 Mal umgeworfen, aber okay, gut, er ist schon größer als ich. Naja, auf jeden Fall war heute interessant. Einmal dachte ich, ich habe ihm fast das Genick gebrochen. Ich habe so, wie nennt man das, Kinnhaken von unten gemacht, ne? Und sein Kopf fliegt so übel zurück und ich so, scheiße. Und man hat so ein Knacken gehört und ich dachte, okay, Johnny, da Vorsicht, was ist passiert? Shit. Und er meinte nur so,
boah, der Schlag war voll gut. Und ich so, geht's dir gut? Sorry, ich wollte nicht wehtun. Der Trainer im Hintergrund, du musst doller raufhauen, was ist das? Warum hörst du auf ihn aufzuschlagen? Und ich so, aber hätte ich mehrmals raufgeschlagen, wäre er umgefallen. Andererseits war das, glaube ich, das Ziel. Ohne Spaß, ich bin extrem müde. Also heute war nochmal eine Trainingsstunde für sich. Also ich sollte heute die Jungs, die sollen ihren Bauch anspannen und ich soll dagegen boxen. Und ohne Spaß, das Boxen ist so anstrengend. Ich schlafe immer halb dabei ein, einfach weil ich nicht mehr kann. Wie können denn die im Kampf weiterkämpfen? Und davor bin ich durch die Gegend gesprungen und habe Squats gemacht, irgendwie um die Beinmuskulatur zu. Das war alles so anstrengend heute. Es gibt jetzt auch so einen neuen Typen und ich check's nicht. Der schafft es einfach, einen anderen Typen, der viel größer ist als er, hochzuheben und rennend mit dem durch die Gegend, also den zu tragen und dabei rennend durch die Gegend zu laufen. Weh! Ich konnte Rifa kein bisschen hochheben. Ich dachte, meine Arme brechen und meine Beine konnten das sowieso nicht halten. Und der macht einfach schon voll das krasse Training. Und ich bin schon mit 80 bis 100 Squats, jeweils 50 Kicks pro Tritt und Schlägen voll fertig. Und mir tut auch immer alles weh, also irgendwie nicht. Vor allem, heute haben die mich gefragt, so, und wann wirst du deinen ersten Kampf kämpfen? Und ich so, was wollt ihr mit Kampf? Und so, hey, du trainierst doch dafür, um eines Tages im Ring stehen zu können und dann gegen andere kämpfen zu können. Und ich so, nein. Also doch, glaub mir, eines Tages wirst du aufwachen und so viel trainiert haben, dass du es gar nicht erwarten kannst zu kämpfen. Und ich so, ich bezweifle sehr stark, dass das jemals passieren wird. Ich wache immer mit dem Gedanken auf, hoffentlich habe ich morgen noch Motivation ins Training zu gehen, weil es schade wäre, wenn ich das abbrechen würde. Heute hatte ich zum ersten Mal nach 5 Tagen wieder Training und ehrlich gesagt, als ich hingegangen bin, ich bin eher hingejoggt, weil, keine Ahnung, ich habe ja länger nichts gemacht, deswegen dachte ich, es wäre eine gute Idee, 3 Kilometer vorher zu joggen. Aber als ich hingegangen bin, habe ich mich etwas unwohl gefühlt, weil mir ging es nicht so gut und ich hatte ziemlich starke Bauchkrämpfe. Und naja, ich hatte halt ein bisschen Angst, wie das Training sein würde und ob ich das aushalte, beziehungsweise ob das eine gute Idee ist oder nicht. Naja, auf jeden Fall muss ich aber sagen, ich fühle mich besser. Ich fühle mich viel, viel besser als vorher. Ich weiß nicht warum. Es war zwar anstrengend, aber ich konnte alle Übungen machen. Und mir geht es, glaube ich, echt besser als vorher. Was schon komisch ist. Ich hatte das Gegenteil erwartet, hatte ein bisschen Schiss. Aber ja, war ansonsten gut. Und mein Trainer meinte heute zu mir, das hat er schon mal gesagt, dass ich irgendwie das Glück hätte, sehr hart zuzuschlagen. Und keine Ahnung, ich dachte halt irgendwie, er macht so Witze und so, weil er meinte halt, dass manche Menschen, dass das irgendwie angeboren ist, ob man zuschlagen kann oder nicht. Und bei mir sei das so, er nennt das immer Gott giftet oder so. Er hat es irgendwie so erklärt, dass es Menschen gibt, die von Natur aus einen ziemlich harten Schlag haben. Also ich habe ja wirklich 0 Muskeln, aber es gab einen Typen im Training, gegen den sollte ich einmal einen Schlag machen. Ich habe ihn einmal im Bauch geboxt und er ist zusammengebrochen, was mich überrascht hat, weil eigentlich schätze ich meine Schläge ziemlich schwach ein, aber scheinbar ist es nicht so. Zumindest sagen mir alle im Training, dass ich übel stark zuschlage und irgendwie sei man gesegnet, wenn man so zuschlagen kann, weil das kann nicht jeder. Ja, wie ihr sehen könnt, ist die Haut ab
und das gilt auch für meine anderen Finger. In echt sieht es schlimmer aus als auf dem Video. Sabina streamt hier gerade. Hello everyone, this last sequence is in English now. Well, actually I decided at the end of my MMA video to make a more personal approach because I want to explain something. First of all, why did I started doing MMA? Why was I interested in this kind of sport? Actually, I started it in order to bond better with my body, to get to know myself, to get to know my emotions, and I thought through doing some engaging sport I will learn quite a lot about myself, about my feelings, and I totally got that. I made great experiences. I learned a huge deal about myself. Especially I learned that I need to set my limits. Even if there's a coach or a trainer, you should always listen to yourself, and when your body tells you it's too much, then stop. Because those from the outside, even if they are trainers, I learned that they can easily misjudge a situation, and in the end it's your body, it's you who feel the pain. It's like, be careful, be healthy, or else you won't be able to go to training at all and get ill, like I got. Well, afterward I took care of myself and everything was just perfect, so it's not like it ended with illness. It's not like this at all. I made quite some great experiences there and I really loved it, and I really appreciate that I could make this experience. Still, right now, I made the decision to leave Dragon MMA and to stop doing MMA, not because of the sport, but rather for personal reasons or for human reasons, I would rather say. I needed to get away from some persons who were stressing me emotionally. And so I took this decision and I don't regret it. Actually, I think it was a good idea because MMA was great and all, but after my work I did MMA and I had time for nothing else anymore. So now I decided to go a different way and try some new things out, and I'm very curious about what will happen. Yeah, so my MMA journey has finished for now. I really enjoyed it and I'm really happy that I did it, that I dared to try it out, and yeah, that's what I wanted to tell you. Rather, I tried to explain to you why I left so that you don't get the wrong impression of stuff like this. Actually, it would be amazing if you made it through the video till here, because I think it will get quite long, but let's see. So I'm cutting it right now. It's the 3rd week I'm cutting it. Took quite some time. And yeah, I think I will upload it the next days if I finish it. And thank you for watching. I hope I will see you soon in the future also. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. But no, you can't listen, that shit is all fiction, cause you hold the power. I'm just gonna take that, or will you fucking fight back?